Die furchtbaren Bilder, die uns nach dem Hamas-Terroranschlag aus Israel erreicht haben, von ermordeten Babys, Jugendlichen, friedlichen Zivilisten und Senioren, lassen einen zunächst in tiefer Betroffenheit verstummen. Es verschlägt jedem einigermaßen normal denkenden und fühlenden Menschen schlicht die Sprache. Uns fehlen vor Entsetzen die Worte. Ich fürchte, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere schlimme Bilder sehen werden, diesmal der notleidenden palästinensischen Bevölkerung, wenn Israel im Rahmen ihrer Bodenoffensive durch den Gazastreifen zieht, auf der Suche nach Hamas-Kämpfern und dabei mit aller Härte vorgeht. Die Palästinenser bezahlen einen hohen Preis dafür, einen tatsächlich hohen Blutzoll, dass sie 2006 die abgrundtief bösen Hamas-Terroristen durch die Wahlen an die Macht gebracht haben. Als Antwort auf die kollektive Ohnmacht wurden schon jetzt unzählige YouTube-Videos veröffentlicht mit allerlei gut gemeinten Erklärungsversuchen zu den schrecklichen Ereignissen in Israel. Wie üblich finden wir dort ein buntes Potpourri an Meinungen, Sichtweisen und Kommentaren. Von scharfen Analysen internationaler Terroristen über die abstrusen Verschwörungstheorien der üblichen Prophets of Doom bis hin zu den als News getarnten Werbevideos der Goldhändler, die mit ernster Miene den Dritten Weltkrieg heraufbeschwören, weil sie bei jeder Krise mal wieder eine Chance wittern, mehr Goldmünzen zu verkloppen. Wer Angst hat, kauft Gold, so die Logik. Ein bekannter deutscher YouTuber hat sogar ein schönes Kumbaya-Video veröffentlicht und quasi die Konfliktparteien Israel aufgerufen, einen Kreis zu bilden und sich bei den Händen zu halten. Ist doch gar nicht nötig, dass man sich gegenseitig abknallt. Man muss ja noch toleranter und verständnisvoller sein. Das ist jetzt erstmal keine Kritik, sondern nur eine Beobachtung. Du kannst ja dann selbst entscheiden, ob dieses Video besser ist. Es wird einfach deutlich, dass wir im Westen überhaupt nicht verstehen, wie die Menschen im Nahen Osten ticken. Es gibt einen eklatanten Mangel an Wissen um die historischen, kulturellen und religiösen Hintergründe des Nahostkonflikts. Dies ist nicht überraschend, denn die Situation ist komplex und verworren und das schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Keiner von uns weiß wirklich über die Geschichte des Nahen Ostens Bescheid und wie sich die Situation über die Jahre so verfahren konnte, dass sie tatsächlich ein unlösbares Problem zu sein scheint. In diesem kompakten, aber immer noch relativ langen Video wollen wir versuchen, für dich Klarheit zu schaffen und dir die Hintergründe des Nahostkonflikts und der jetzigen Eskalation der Lage zu erläutern. Wie alle unsere Videos richtet sich auch dieses primär an unsere Mandantschaft auf der ganzen Welt, also hauptsächlich Deutsche, Österreicher und Schweizer, die im Ausland leben und im Ausland investieren oder eben ins Ausland umziehen wollen. Sie haben großes Interesse an Analysen dazu, was in der Welt passiert, vielleicht um die eigene Investition oder auch den nächsten Umzug planen zu können. Ich bilde mir ein, dass wir gegenüber vielen anderen Creatoren auf YouTube einen entscheidenden Vorteil haben. Und der ist, dass wir eine Reihe von Informationsquellen direkt vor Ort in Israel anzapfen können. Nicht nur haben wir Kollegen in Israel, sondern haben auch Mandanten, die dorthin in den letzten Jahren umgezogen sind und jetzt hautnah miterleben, wie die Situation von Tag zu Tag eskaliert. Sie alle haben uns bei der Recherche zu diesem Video geholfen, wofür ich Ihnen dankbar bin. Legen wir los. Juden leben seit mindestens 3000 Jahren auf dem Gebiet des heutigen Israel. Historisch wurde dabei der Nordteil des Gebiets als Israel bezeichnet, der Südteil als Judäa. Im Jahre 63 vor Christus erobern die Römer die Region. Nach dem Bar-Kochba-Aufstand im Jahre 132 bis 136 sind die Römer wütend auf die Juden. Sie vertreiben fast alle Juden und versuchen, das kulturelle Gedächtnis an die Juden auszulöschen. Dabei benennen sie das Gebiet auch in Palästina um, und zwar nach den Philistern, den Feinden Israels. Die Juden lassen sich dann in den umliegenden Ländern nieder. Viele kommen auch nach Europa und werden dort sesshaft. Im Jahre 637 fällt Palästina in arabische Hand und ist ab dann unter muslimischer Herrschaft mit einer kurzen Unterbrechung durch die Kreuzfahrer, die das Land im Hochmittelalter rund 100 Jahre lang beherrschen. Im Jahre 1516 fällt Palästina an die Osmanen, also die Türken. Am 29. Oktober 1914 greift das Osmanische Reich Russland an, steigt somit in den Ersten Weltkrieg ein und wird neben Deutschland Aggressor. Das Osmanische Reich verliert gegen die Alliierten und ähnlich wie Deutschland im Vertrag von Versailles müssen die Türken sogar noch härtere Konsequenzen für ihre Kriegstreiberei als Deutschland hinnehmen. Sie verlieren außer dem türkischen Kernland alle anderen Gebiete. Im 1920 unterschriebenen Vertrag von Sèvres stimmt das Osmanische Reich zu, dass Palästina unter britische Herrschaft kommt. Gleichzeitig wird im Artikel 95 dieses Vertrages festgehalten,
dass auf dem Gebiet Israels ein jüdischer Staat geschaffen wird. Damit lösen die Briten ein Versprechen ein, dass sie den sich nun als Zionisten politisch organisierten Juden Europas wenige Jahre zuvor gemacht hatten, nachdem weder Deutschland noch Polen noch Russland den Schutz ihrer jüdischen Bevölkerung vor Pogromen garantieren wollten. Tatsächlich mussten die europäischen Juden Verfolgung, Vertreibung und Misshandlung für Jahrhunderte erfahren, unter anderem im Mittelalter von den europäischen Christen. Die Briten übernehmen vertragsgemäß Palästina von den Osmanen und planen dort einen jüdischen Staat, das heutige Israel, und einen palästinensischen Staat, das heutige Jordanien, zu schaffen. Warum ist dieser Punkt wichtig? Es wird ja dem Staate Israel gerade in den muslimischen Ländern vielfach ein Existenzrecht abgesprochen. Und auch die Linken in Deutschland und in Europa zweifeln die Legitimität Israels an und verweisen dabei oft auf die Umstände der Schaffung des israelischen Staates. Wir hören gleich noch mehr darüber, wenn wir über den Sechstagekrieg sprechen. Aber lass es mich hier in aller Klarheit sagen, die Aufgabe Palästinas durch das Osmanische Reich an die Briten kommt der Aufgabe der deutschen Ostgebiete nach dem Zweiten Weltkrieg gleich. Dem Verzicht auf diese Gebiete hat Deutschland mehrfach vertraglich zugestimmt, zuletzt im Zuge der Wiedervereinigung. Das ist völkerrechtlich rechtskonform und Konsequenz dessen, eine verrückte Regierung bzw. einen fanatischen Führer zu haben, der andere Länder angreift und dann den Krieg verliert. Das ist nicht die Schuld derer, die den Krieg gewonnen haben, sondern derer, die ihn angezettelt haben. Natürlich wird dabei die Bevölkerung übergangen, nicht gefragt. Das ist wie ein Schachspiel der Mächtigen. Sie muss oftmals Not leiden, so wie die 14 Millionen Deutsche unter der Vertreibung aus den Ostgebieten schwer zu leiden hatten. Dennoch würdest du wohl kaum sagen, dass Elsass-Lothringen ein durch Frankreich besetztes Gebiet ist, oder? Mit der Machtübernahme durch die Briten 1917 beginnen viele Juden aus Europa nach Israel auszuwandern. Dabei kommt es dann in den 1920er Jahren bereits zu Auseinandersetzungen zwischen den Neuankömmlingen und den palästinensischen Bauern, die oft keine Landbesitzer sind, sondern Land seit Generationen von Großgrundbesitzern gepachtet haben, die im Ausland leben. Die Juden kaufen im großen Stil von solchen Großgrundbesitzern Land auf und kündigen den palästinensischen Bauern den Pachtvertrag, sodass diese ohne Lebensgrundlage dastehen. Einer der wichtigsten Vorkämpfer der Palästinenser gegen die jüdischen Ankömmlinge in dieser Zeit ist der Großmufti von Jerusalem, Amin al-Husseini, der das Land 1937 fluchtartig verlassen muss, weil er einen Aufstand gegen die Briten angezettelt hat. Er flieht über Italien nach Deutschland, wo er in Berlin hofiert wird und ein Vertrauter Adolf Hitlers wird. Und Hitler aktiv dabei unterstützt, Muslime zum Beispiel in Bosnien als Soldaten zu rekrutieren. Der Judenhass verbindet eben. Die politische Großwetterlage verschiebt sich in den folgenden Jahren. Die Briten verlieren an Einfluss und haben eigentlich auch keine Lust mehr auf Palästina, denn sie haben ständig mit Anschlägen auf britische Einrichtungen und britisches Personal zu kämpfen, von beiden Seiten wohlgemerkt. So ist der israelische Staat, der 1948 von der UNO ausgerufen wird, kleiner als ursprünglich gedacht. Am Tag der Ausrufung Israels, verkünden alle umliegenden arabischen Staaten Israel den Krieg. Diesen Krieg gewinnt Israel wie durch ein Wunder. Israel erobert in diesem Krieg weitere Gebiete hinzu und veranlasst dort ethnische Säuberungen und Vertreibungen, die zum Teil grausam waren. Man kann es nicht anders sagen. Die palästinensische Bevölkerung erfährt mal wieder großes Leid. Auch an den Israelis kommt es zu Massakern. Zusätzlich werden fast alle Juden aus den umliegenden arabischen Ländern vertrieben und verlieren ihr Hab und Gut. 1967 blasen die arabischen Länder erneut zum Angriff auf Israel. Wir sprechen vom Sechstagekrieg. Auch diesmal gewinnt Israel den Krieg wie durch ein Wunder. Auch diesmal schafft es Israel, weitere Gebiete zu erobern, und zwar das Westjordanland und den Gazastreifen. Die palästinensische Seite realisiert ab dann, dass eine militärische Intervention gegen Israel keinen Sinn macht. Man konzentriert sich ab dann auf Terroranschläge. Der erste große Anschlag ereignet sich ja dann just in Deutschland, nämlich bei den Olympischen Spielen 1972 in München, bei denen 11 israelische Athleten und Trainer ermordet werden. Wenn heute davon gesprochen wird, dass Israel eine Besatzungsmacht ist und Gebiete besetzt, dann ist dabei vor allem vom Gazastreifen und dem Westjordanland die Rede in der Zeit ab 1967. Aber ist das wirklich so? Der Status des Westjordanlands war nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Ende der britischen Herrschaft ungeklärt. Es gehörte praktisch keinem Staat. Es war sozusagen Niemandsland. 1948 besetzte Jordanien das Westjordanland und annektierte es kurzerhand, aber ohne jegliche rechtliche Grundlage und ohne eine Anerkennung durch die UN. Israel eroberte das Westjordanland 1967 und hat seitdem die Rechtsauffassung, dass es sich um ein Gebiet handelt, dessen Status in Verhandlungen geklärt werden muss. Sozusagen ein umstrittenes Gebiet.
nicht aber um ein Gebiet, das besetzt ist, denn dazu müsste es zunächst mal international anerkannter Teil eines anderen Staates sein. Niemandsland kann man im völkerrechtlichen Sinne nicht besetzen. Israel hebt außerdem hervor, dass es gemäß dem Völkerrecht legitim ist, dass ein Staat in einem Verteidigungskrieg Gebiete erobert und beherrscht, die für die Sicherheit der eigenen Bevölkerung als Puffer notwendig sind. Die UN und auch der oberste Gerichtshof in Israel stimmen dem allerdings nicht zu und bestätigen, dass Israel tatsächlich Besatzungsmacht ist. Israel sah sich in den Jahren und Jahrzehnten nach 1967 genötigt, den Palästinensern gegenüber Land gegen Frieden Angebote zu machen. Das Problem ist allerdings, dass die politische Führung der Palästinenser bis heute das Existenzrecht Israels nicht anerkannt hat. Wie soll man da verhandeln? Freilich macht auch Israel Fehler und freilich hat auch Israel in dieser Zeit viele Fehler gemacht. Hierzu zählt zum Beispiel so mancher Siedlungsbau in den umstrittenen Gebieten. Viele der Siedler, die dorthin ziehen, sind ultrarechte messianische Zionisten, während der Zionismus an sich eigentlich keine religiöse Bewegung ist. Sie sehen im glücklichen Gewinn des Sechstagekrieges die Hand Gottes und glauben, dass der Messias kommen wird, wenn alle Juden in Israel wohnen, eben unter anderem auch in diesen umstrittenen Gebieten. Sie sind gegen Pluralität und bekämpfen die Palästinenser, machen aber auch Christen das Leben schwer. Die orthodoxen Juden in ihrem sehr eindrücklichen äußeren Erscheinungsbild sind übrigens vielfach strikte Antizionisten. Sie glauben, dass Israel nur durch göttliche Intervention wiederhergestellt werden kann. Sie betrachten den gegenwärtigen Staat Israel als einen blasphemischen menschlichen Versuch, Gottes Rolle an sich zu reißen, und viele arbeiten aktiv daran, den säkularen Staat Israel aufzulösen. Sie sind auf Seite der Palästinenser. Im Gegensatz zu vielen nicht-jüdischen Antizionisten glauben jüdische Antizionisten jedoch normalerweise fest an das jüdische Recht auf das Land Israel, allerdings nur für die zukünftige Zeit der Erlösung und durch göttliche Intervention. Freilich sind die meisten Israelis gar nicht oder nur moderat religiös. Jeder, der schon mal in Israel war, weiß, dass es sich dort wie in jedem anderen Mittelmeerland anfühlt und Israel ein modernes, westliches Land ist. Ganz anders steht es allerdings um die Hamas, die Terrororganisation, die bei den ersten freien Parlamentswahlen in den palästinensischen Gebieten in 2006 die Mehrheit der Stimmen gewonnen hat. Es ist erklärtes Ziel der Hamas, jeden Juden zu massakrieren und Israel von der Karte zu löschen. In der Satzung der Hamas von 1988 heißt es: Präambel: Israel wird existieren, bis der Islam Israel ausgelöscht hat, so wie der Islam andere vor Israel ausgelöscht hat. Artikel 7 zitiert angeblich den Propheten Mohammed. Es soll ein Versprechen Gottes sein, das die Hamas wahrmachen will. Und das lautet wie folgt: Die Stunde wird kommen, da die Muslime gegen die Juden so lange kämpfen und sie töten, bis sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken. Doch die Bäume und Steine werden sprechen: O Muslim, O Diener Allahs, hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt. Komm und töte ihn. Artikel 13 der Hamas-Satzung. Friedensinitiativen, sogenannte friedliche Lösungen und internationale Konferenzen stehen im Widerspruch zu den Grundsätzen der islamischen Widerstandsbewegung. Diese Konferenzen sind nicht mehr als ein Mittel, damit sich die Ungläubigen in die Angelegenheiten eines islamischen Staates einmischen können. Es gibt keine Lösung für das palästinensische Problem, außer durch Dschihad. Initiativen, Vorschläge und internationale Konferenzen sind nur Zeitverschwendung. Wie willst du mit jemandem verhandeln, der dich ermorden will? Aber machen wir einen Schritt zurück. Im Jahre 2005, also noch vor den Wahlen, die Hamas gewinnt, zieht Israel sich aus dem Gazastreifen zurück und übergibt diesen an die Palästinenserverwaltung unter Präsident Abbas. Wir erinnern uns, Yasser Arafat war 2004 gestorben, Abbas ist sein Nachfolger. Einige tausend israelische Siedler im Gazastreifen müssen ihre Sachen packen und werden umgesiedelt und dabei von der israelischen Regierung entschädigt. Der Rückzug erfolgt auf eigene Initiative unter Ministerpräsident Ariel Sharon. Land für Frieden, das war die Hoffnung der Israelis, als sie sich aus dem Gazastreifen zurückziehen. Doch leider bewahrheiten sich die Hoffnungen nicht. Die Hamas bleibt ihren Prinzipien treu und feuert immer wieder Raketen nach Israel ab. So werden zum Beispiel am 12. September 2005, wenige Stunden nach dem Abzug Israels aus Gaza, die ersten Raketen abgefeuert. Es ist bereits der 8. Raketenangriff der Hamas im Jahr 2005 und es folgen noch mindestens 6 weitere in 2005. Insgesamt feuert die Hamas in 2005 alleine 800 Raketen und Mörser von Gaza nach Israel. Und das geht immer so weiter. 2007 werden 2800 Raketen und Mörser nach Israel geschossen. 2008 sind es sogar 3100 und so weiter und so weiter. Erst 2011 schaffen es die Israelis, ein Raketenschutzschild, den sogenannten Iron Dome, zu installieren.
der 90% der auf Israel abgefeuerten Geschosse eliminiert, bevor sie einschlagen. Und dann gibt es auch immer noch wieder Selbstmordanschläge durch Hamas auf israelischem Gebiet, bei denen unschuldige Zivilisten zu Schaden kommen. Wenn Israel auf diese Provokation reagiert, wird es typischerweise für die Gewalt verantwortlich gemacht. Frag dich selbst, wenn du politisch verantwortlich wärst, wie würdest du auf den ständigen Terror reagieren? Im Kreis sitzen und Kumbaya singen? Nach dem Abzug der israelischen Truppen aus Gaza im Jahr 2005 geht die Terrororganisation Hamas als Sieger aus den palästinensischen Wahlen 2006 hervor. Es waren die ersten freien Wahlen in Palästina und bisher auch die letzten. Israel und das Nahostquartett, die Vereinigten Staaten, Russland, die UN und die Europäische Union verhängen daraufhin Wirtschaftssanktionen gegen Gaza. Für die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen werden 3 Bedingungen gestellt. Erstens, die Hamas muss auf Gewalt gegen Israel verzichten. Zweitens, Israel anerkennen. Und drittens, alle früheren Vereinbarungen zwischen Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde einhalten. Hamas lehnt ab. Nach langen Verhandlungen bilden Hamas und Fatah, also Fatah ist ja die Partei von Yasser Arafat, eine Regierung der nationalen Einheit. Doch die Einheit trügt. Im Juni 2007 kommt es zum Putsch der Hamas gegen Präsident Abbas. Sie entreißt der palästinensischen Autonomiebehörde die Kontrolle über Gaza und errichtet dort eine Art Kalifat, wo Andersdenkende verfolgt und Homosexuelle hingerichtet werden. Du kannst es mit der Situation von ISIS vergleichen. Damit beginnt die sogenannte Blockade des Gazastreifens, die bis heute anhält. Westliche Medien sprechen ja gerne vom größten Open-Air-Gefängnis der Welt. Und ja, die Lage der 2 Millionen Palästinenser in Gaza ist erschütternd. Aber ist daran wirklich Israel und Israel alleine schuld? Um Schmuggel und das Eindringen von Terroristen zu verhindern, verschärfen Israel und Ägypten ihre jeweiligen Grenzübergänge nach dem Putsch der Hamas und verhängen scharfe Beschränkungen für die Schifffahrt. Obwohl Israel regelmäßig für die Blockade verurteilt wird, ignorieren Kritiker meist die Rolle Ägyptens, das ebenfalls eine Grenze zum Gazastreifen hat und diese ja jederzeit öffnen könnte. Im Oktober 2014 und dann erneut im März 2015 zerstört Ägypten beispielsweise Dutzende Häuser entlang seiner Grenze zu Gaza, um eine Pufferzone zu schaffen, die Schmuggler und Extremisten daran hindert, in beide Richtungen zu überqueren. Klar, auch Ägypten will sich das Problem nicht ans Bein binden. Die große Solidarisierung mit den Palästinensern scheint auch hier nur ein Lippenbekenntnis zu sein. Doch selbst wenn Ägypten die Grenze öffnen würde, hat die Hamas erst jetzt ja wieder klargemacht, dass sie Zivilisten an der Flucht hindern würden. Die internationalen Medien und Kritiker Israels haben die Situation im Gazastreifen wiederholt als humanitäre Krise bezeichnet und Israel für die Zustände verantwortlich gemacht. Dabei hat Hamas im Gazastreifen die volle Autorität und Kontrolle. In der Tat ist es Hamas, welche regelmäßig Hilfsgüter, medizinische Versorgung und andere Ressourcen, die für die Bevölkerung bestimmt sind, abzweigt und zu seinen eigenen Kämpfern umleitet. Bei einem Vorfall zum Beispiel beschlagnahmt die Hamas 200 Tonnen Lebensmittel und Hilfsgüter von der UNRWA. In einem Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen vom August 2014 wird festgestellt, dass die für Gaza für den Bau und Hilfsmaßnahmen bereitgestellten Gelder missbräuchlich verwendet wurden. Sogar die palästinensische Autonomiebehörde hat die Hamas wegen der schlechten Situation der Bewohner Gazas verurteilt. Beispielsweise beschuldigte sie die Hamas, tausende Liter Treibstoff von Unternehmen im Gazastreifen gestohlen zu haben und den Medien dann zu Propagandazwecken mitzuteilen, dass Treibstoffknappheit herrsche. Die Hamas hält den Palästinensern in Gaza nicht nur Lieferungen vor, sondern lenkt auch Materialien für den Waffenbau ab. Zement, der zum Bau von Häusern und Infrastruktur verwendet werden soll, wird stattdessen von der Hamas zum Bau von Tunnels verwendet. Hier geht es um Terrortunnels natürlich, die nach Israel gegraben werden. Als 2005 Israel Gaza evakuierte und hier seine Siedler abzog bzw. nach Hause schickte, war die Erwartung, dass die Palästinenser das Land, auf dem sich jüdische Siedlungen befanden, nutzen würde, um Wohnungen für Flüchtlinge zu bauen. Dies geschah jedoch nicht und die Flüchtlinge bleiben heute nur deshalb in Flüchtlingslagern, weil die Hamas sie dort behalten will. Nach der Operation Cast Lead in den Jahren 2008 bis 2009 spenden Israelis zusätzlich zu 600 Krankmagen über $1 Million an medizinischer und humanitärer Hilfe für den Gazastreifen. Verletzte Palästinenser werden in israelischen Krankenhäusern versorgt und der Grenzübergang wird genutzt, um medizinische Ausrüstung und andere notwendige Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Selbst während der Raketenangriffe, die im Sommer 2014 die Operation Protective Edge auslösen, schickt Israel weiterhin humanitäre Hilfe nach Gaza. Natürlich, der Grenzübergang wird scharf kontrolliert, aber die Gründe sollten jedem klar sein. Vor dem Pessachfest 2016 verhindern israelische Sicherheitskräfte und Zollbeamte, dass eine Waffenlieferung in den Gazastreifen gelangt.
Im Mai 2016 wird an einem Kontrollpunkt im Gazastreifen eine riesige Ladung Raketen- und Tunnelbaumaterial beschlagnahmt, das in Kisten mit Textilien und Schmuck versteckt war. Dennoch öffnet Israel zum ersten Mal seit 8 Jahren den Grenzübergang Erez, um den Warentransfer nach Gaza zu ermöglichen. Kurz darauf wird am Grenzübergang eine Lieferung von 10 Drohnen entdeckt und beschlagnahmt, die für Terrorgruppen in Gaza bestimmt waren. Später wird ein als Fischereifahrzeug getarntes palästinensisches Waffenschmuggel-U-Boot abgefangen. Diese und andere Fälle seitdem machen es überdeutlich, warum die Blockade nicht so mir nichts, dir nichts aufgehoben werden kann. Erinnere dich nochmal an die Satzung der Hamas, ja. Alle Juden sollen vernichtet werden und so. Doch auch die palästinensische Autonomiebehörde trägt zum Elend der Bevölkerung in Gaza bei. Um die Hamas unter Druck zu setzen, die Macht abzugeben oder die Bevölkerung Gazas zum Aufstand zu provozieren, kürzte Präsident Abbas im April 2017 die Gehälter tausender Regierungsangestellter und ordnete für fast 1/3 von ihnen die vorzeitige Pensionierung an. Außerdem stellt die palästinensische Autonomiebehörde die Bezahlung der Strom- und Treibstofflieferungen ein, was zu Stromknappheit führt. Die Bilder der leidenden Zivilbevölkerung in Gaza machen uns alle betroffen. Die Ohnmacht und die Ausweglosigkeit der Situation lösen vielfach Wut und Verzweiflung aus. Allerdings wird wenig erreicht, wenn wir einfach Israel die Schuld für die Situation in die Schuhe schieben. Sicher, die Vergeltungsschläge für Hamas Gräueltaten und ständige Raketenangriffe in den vergangenen Jahren treffen immer wieder auch Zivilisten. Keine Frage, Israel geht hier mit aller Härte vor. Vielfach vielleicht auch zu hart. Aber die Schuld und die Verantwortung für die Situation muss man letztlich der Hamas geben. Hamas will kein friedliches Miteinander oder keine Zwei-Staaten-Lösung. Hamas will Israel auslöschen. Hamas will den Konflikt, den totalen Krieg und die Apokalypse. Wie willst du mit jemandem verhandeln, der so denkt? Es ist mehr als tragisch, dass die Palästinenser die Hamas demokratisch legitimiert haben. Natürlich kannten die Palästinenser das Programm der Hamas, bevor sie diese 2006 gewählt haben. Genauso wie die Deutschen Mein Kampf von Hitler kannten und genau wussten, was der österreichische Verrückte vorhatte. So wenig sich die Deutschen nicht aus der Verantwortung für ihre Dummheit an der Wahl 1933 ziehen konnten, so wenig werden es die Palästinenser heute tun können. Nochmals, ganz wichtig. Ich meine nicht, dass dies Gräueltaten gegen die Palästinenser rechtfertigt oder dass die Palästinenser selber schuld an ihrem Elend sind. Genauso wenig wie ich meine, dass die Dresdner selbst schuld sind an der Zerbombung ihrer Stadt im Zweiten Weltkrieg. Aber ich bin der Überzeugung, dass es zu einer Lösung des Konfliktes nur so kommen kann, indem ein Ruck durch die palästinensischen Eliten geht, man die Opferrolle ablegt und sich, so wie die deutschen Eliten nach dem Zweiten Weltkrieg, für eine demokratische und freiheitliche Zukunft entscheidet, eine entsprechende Regierung bildet und sich auf den langen Weg der Verhandlungen mit Israel macht. Sicherlich müssen dabei auch mögliche Kriegsverbrechen seitens Israel thematisiert und Entschädigungen vereinbart werden. Der Westen muss hier ganz klar eine Erwartungshaltung artikulieren und die Palästinenser in die Verantwortung nehmen. Hamas, das wird allen klar sein, hat keinen Platz in dieser Zukunft und muss zerstört werden, so wie ISIS oder Al-Qaida zerstört werden mussten. Damit wird auch klar, dass unsere "Es gibt immer zwei Seiten"-Logik, mit denen auch manche im Westen vielfach das Treiben der Hamas rechtfertigen, völlig fehl am Platz ist. Ja, es gibt immer zwei Seiten. Auch bei einer Vergewaltigung gibt es zwei Seiten. Aber ganz egal, was dir widerfahren ist, wenn du Frauen vergewaltigst, Babys enthauptst und Zivilisten wahllos erschießt, dann gibt es dafür keine Rechtfertigung. Diese Opferlogik, wo dir was angetan wurde, was dir dann das Recht gibt, anderen was anzutun, ist die Wurzel allen Übels auf dieser Welt. Inklusive übrigens zum Beispiel der Nazi-Herrschaft. Die Nazis haben ja auch immer hier groß posaunt, die Deutschen sind so schlecht behandelt worden nach dem Ersten Weltkrieg, bla bla bla. Jeder, der in Deutschland, London und Paris auf die Straße geht und sich nach den Anschlägen der Hamas als mit den Palästinensern solidarisch erklärt, sagt Ja zu dem oben zitierten Programm der Hamas. Und während Israel, ich sage es nochmal, sicherlich nicht alles richtig macht, sicherlich eine Demokratie ist, die auch ihre Fehler hat und die an vielem vielleicht auch zu kurz kommt, wie jedes menschliche Unterfangen, müssen wir zwischen Krieg und Terror entscheiden. Das Militär greift im Krieg militärische Ziele an und Soldaten. Zivilisten werden gezielt nicht angegriffen, auch wenn es natürlich immer wieder zivile Opfer gibt. Ja, bei israelischen Angriffen sterben Zivilisten, aber Israel ist nicht darauf aus, Zivilisten zu töten. Während die Hamas genau das zum Ziel hat. Du hast die Bilder gesehen. Junge Frauen werden vergewaltigt, dabei gefilmt und anschließend ermordet. Danach werden die Toten wie Trophäen auf offenen Pickup-Trucks durch die Städte gefahren.
Wenn du als israelischer Soldat einen Zivilisten tötest, weil dein Finger zu schnell am Abzug ist, dann kommst du dafür ins Gefängnis. Israel ist ein demokratischer Rechtsstaat, der sicher nicht perfekt ist, aber er ist nicht mit Hamas zu vergleichen oder sogar gleichzusetzen. So nach dem Motto, beide Seiten sind gleich schlimm. Die Hamas verwendet menschliche Schutzschilde und richtet Waffenlager in Krankenhäusern und Kindergärten ein. Wenn Israel dann eins dieser Ziele beschießt, dann sieht die ganze Welt, welche Unmenschen die Israelis sind. Freilich ist es wichtig, zwischen Hamas und dem palästinensischen Volk zu entscheiden. Viele Palästinenser leben ja auch in Israel und sind israelische Staatsbürger. Sie genießen mehr Freiheit und Rechtsstaatlichkeit als in den meisten arabischen Staaten. Die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen hat sehr viel zu leiden und wird auch jetzt wieder, wenn Israel die Hamas zur Rechenschaft zieht, einen hohen Blutzoll bezahlen. Zum Schluss möchte ich mich der Frage zuwenden, um was es bei dem Konflikt eigentlich geht, nämlich um die Vorherrschaft Irans oder Saudi-Arabien in der Region. Das ist die entscheidende Dynamik zwischen ganz vielen Fragen im Nahen Osten. Wer wird sich als die wichtigste Macht etablieren? Die Iraner sind bekannterweise Schiiten, die Saudis Sunniten. Viele Konflikte der Region drehen sich um diese Frage. Der Krieg in Jemen und auch der Krieg in Syrien zum Beispiel. Iran hat Assad unterstützt und Iran finanziert die Hamas. Dass sich die Beziehungen von Israel und Saudi-Arabien normalisieren und dabei auch die Palästinenserregierung im Westjordanland an Bedeutung gewinnt, das konnte weder die Hamas noch der Iran zulassen. Entgegen aller Unkenrufe, dass im Nahen Osten nichts passiert und der Friedensprozess nicht vorankommt, lief hinter den Kulissen erstaunlich viel, angetrieben von den Amerikanern. So sagte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman erst im September 2023 zu Fox News, dass sich die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel auf eine Normalisierung zubewegen. Das ist nun leider Vergangenheit. Aber die wichtigen Verhandlungen und Gespräche zur Zukunft Israels und Gaza wurden dabei ohne die Hamas geführt. Das muss den Angstschweiß auf den Stirn der Hamas getrieben haben. Denn plötzlich schien sie in die Bedeutungslosigkeit abzugleiten. Wenn also der militärische Führer der Hamas, Mohammed Daif, in einer Botschaft an seine Gefolgsleute den terroristischen Angriff auf Israel damit begründet, dass heute das Volk seine Revolution zurückgewinnt, dann weißt du schon, was wirklich abgeht. So, wo stehen wir jetzt also? Der Konflikt in Israel wird sehr weitreichende Konsequenzen haben. Wir können nur hoffen, dass er sich nicht auf die ganze Region ausdehnt. Wir werden nochmal ein separates Video machen zu den wirtschaftlichen Konsequenzen. Spontan fällt einem ein der Ölpreis und so weiter und so fort. Spontan fällt einem ein, was wird aus Russland und Ukraine werden. Also es hat ganz viele Implikationen. Es ist für alle Seiten natürlich am besten, wenn das Ganze so schnell wie möglich hier über die Bühne geht. Ob das tatsächlich so ist, es ist eher unwahrscheinlich, ganz ehrlich. Du musst dir für dich überlegen, was das für dich und deine Pläne bedeutet, für dich und deine Investitionen. Welche Region für dich jetzt sicher ist. Hältst du dich dort irgendwo in der Region auf? Du musst dir überlegen, ist es weiter sicher, sich dort aufzuhalten? Wie sieht es um die wirtschaftlichen Konsequenzen aus? Hast du Investments in bestimmten Investmentklassen, die du vielleicht überdenken musst? Lebst du vielleicht sogar in Israel und überlegst du dir dort zu bleiben oder woanders hinzugehen? Ich glaube, wir sehen schon an diesen Überlegungen, dass im Grunde genommen das größte Problem sein wird, dass jetzt sehr viele Leute erstmal abwarten werden, dass es zu einer generellen Verlangsamung kommt, dass Projekte, die man vielleicht bereits geplant hat, jetzt erstmal pausiert, dass es sozusagen zu einer Stagnation kommt, die ja auch auf Dauer sehr schädlich ist. Ich wünsche dir und mir, dass wir hier alle heil durchkommen und dass es in Israel bald Frieden geben wird. Ich hoffe, dass die Palästinenser zur Demokratie finden und eine Regierung bilden werden, die tatsächlich bereit ist zu verhandeln und man dann zu einer Lösung kommt, die dem palästinensischen Volk und auch dem israelischen Volk eine Zukunft gewähren, die sie beide schon lange verdient haben. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.